Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema in Hitlers Schatten gefangen. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das seine Geschichte, und Achtung, zu seinen Ungunsten fälscht. Kein anderes Volk der Welt erniedrigt sich so, wie die Deutschen es tun. Wie ein Richtschwert hängt die Vergangenheit über unserer Gegenwart. Angefacht von politisch korrekten Besserwissern und linksgrünen Hetzmedien reduziert man den bösen Deutschen mehr denn je auf die unheilvollen 12 Jahre des Dritten Reiches, die tatsächlich unheilvoll waren. Dabei nimmt die politisch gewollte Selbstkasteiung aber immer schizophrenere Züge an. Kein anderes Volk auf der Welt erniedrigt sich in dieser eklatanten Weise, wie wir Deutschen es tun. Dieses Phänomen ist nicht neu. Der Historiker Joachim Fest schrieb bereits im Jahr 1986, ich zitiere, ein amerikanischer Zeithistoriker hat unlängst den unfreien Stil der akademischen Debatte in der Bundesrepublik beklagt. Wann immer die Rede auf die Hitlerzeit und die moralische Bewertung komme, ändere sich unversehens die Tonlage. Entweder dränge man mit formelhaften Schuldbeteuerungen, die so inhaltsleer wie unglaubwürdig seien, auf die Seite der kompakten Moralität, oder alles ende in moralischer Denunziation. Zitat Ende. Die moralische Selbstgeißelung in einem Klima pathologischer Selbstbezichtigungssucht gegen jegliche objektive Aufklärungsarbeit ist hierzulande besonders ausgeprägt. So wurde mir von einem Amerikaner einmal erklärt, die Deutschen seien das einzige Land, das ihre Geschichte fälsche, auch wenn die Fakten zu ihren Gunsten sprächen, während alle anderen Staaten ihre Geschichte für sich manipulierten, wenn es gelte, Ansprüche zu erheben oder abzuwehren. Wir wären damit das einzige Land, das seine Geschichte zu seinen Ungunsten fälsche, und zwar vorsätzlich. Es scheint politisch korrektes Kalkül zu sein, dass immer noch Lügen als Wahrheit verkauft und wichtige Dokumente und Akten unter Verschluss gehalten werden aus der Zeit von 1933 bis 1945. Die Einordnung der Geschehnisse wohl in ein völliges anderes Licht tauchen würden, wenn man sie veröffentlichen würde. Nicht umsonst sind sie immer noch nicht zugänglich. Über 80 Jahre nach dem Krieg, das muss man sich mal vorstellen. Was hat man zu verbergen? Aber solange die aktive Auseinandersetzung mit der NS-Zeit nicht auch das objektive, nicht nur politisch korrekte Diskutieren und das Kritisieren der wissenschaftlichen Forschung beinhaltet, solange wird man den rechten Vorschub leisten. Müsste ein neutraler Wissenschaftler aufgrund dieser desolaten Quellenlage beispielsweise ein neutrales juristisches Gutachten über die Entstehung des Zweiten Weltkrieges schreiben, würde er wohl zögern, sich genau festzulegen. Die chronische Dämonisierung, die Zementierung des Urbilds des bösen Deutschen hält weiterhin an. Dieser Zustand des psychischen Unbehagens gegenüber der eigenen Identität wird am penetrantesten von den deutschen Politikern aufrechterhalten. Sie tun alles dafür, dass der Zustand der Schuld und moralischen Minderwertigkeitsgefühle sogar schon bei unseren Kindern hervorgerufen und wachgehalten werden. Die Zensurmechanik funktioniert bis in die Klassenzimmer. Damit sprechen sie ihrem eigenen Volk heute die moralische Gleichwertigkeit ab. Denn auch die Nachgeborenen sind schuld, und zwar bis am Ende aller Ewigkeit. Jeder Versuch, die Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 objektiv, also nicht verherrlichend, objektiv darzustellen und durch eindeutige Belege und Dokumente zu beweisen, wird sofort als Revisionismus dargestellt. Und jeder Autor, das weiß ich am besten,
Der dies auch nur ansatzweise versucht, wird sofort mit der Nazi-Keule mundtot gemacht, an den medialen Pranger gestellt und seine Existenz zerstört. Belege und Beweise interessieren in diesem Zusammenhang nicht. Es muss nämlich alles dafür getan werden, die festgeschriebene Alleinschuld Deutschlands aufrechtzuerhalten, und möge man dafür noch so viele Tatsachen verleugnen und vertuschen. Kein anderes Volk auf der Welt erniedrigt sich in dieser eklatanten Weise, wie wir Deutsche es tun. Hans Mommsen, einst Professor für Neuere Geschichte an der Universität Düsseldorf, erläuterte, ich zitiere: Anlässlich eines im Rahmen eines Nürnberger Symposiums gehaltenen Vortrages beschwor am 23. Mai 1986 der US-Botschafter in Bonn, Richard Byrd, die Deutschen, ein größeres Selbstbewusstsein und höheren Nationalstolz in Hinblick auf ihre Leistungen seit 1945, die ihre Wurzeln in der nationalen Geschichte hätte, zu entfalten. Die Deutschen müssten sich von der Tragödie der Zeit von 1933 bis 1945 freimachen und sich auf die positiven Elemente der deutschen Geschichte besinnen, die seit jeher demokratischen Züge getragen habe. Zitat Ende. Unglaublich, dass ein amerikanischer Botschafter, Richard Byrd, uns sagen muss, dass wir mehr Nationalstolz haben sollen und dass wir auch stolz sein sollen auf die positiven Elemente unserer Geschichte. Soweit ist es schon gekommen, dass andere uns sagen, jetzt seid doch auch mal stolz auf euch. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Tag für Tag geht die Schuldlawine über die Nachgeborenen hinweg und stigmatisiert uns zu den bösen Deutschen, jenen Deutschen, deren Großmütter und Väter den Weltkrieg und den Holocaust möglich gemacht haben. So sind wir mehr denn je in Hitlers Schatten gefangen, und zwar ohne Aussicht auf Befreiung. Wir sind das gezeichnete Volk. Geht es nach den politisch Verantwortlichen, soll das auch die nächsten 1000 Jahre und mehr, bis in alle Ewigkeit, so bleiben. Wie die Geschichte des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 tatsächlich war, mit Dokumenten, die man in Deutschland nicht veröffentlicht oder nur zum Teil, mit Originaltexten, die man hierzulande nur in Sätzen zitiert, ich aber seitenweise zitiere, damit man die richtigen Hintergründe hat. In meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur, zum Beispiel Band 1, und hier habe ich auch noch Band 2. Alles sehr, sehr dicke Wälzer, man kann sie kaum in einer Hand halten. Sehr, sehr dicke Wälzer. Sie sind so dick, weil die Lügen und die Auslassungen und Vertuschungen unserer Geschichte, unserer sogenannten Professoren, die an ihren Universitätssesseln kleben und wenn sie nur ein falsches Wort sagen, diesen Job sofort verloren haben. Es gibt einige Beispiele dafür. Diese Geschichte meiner Meinung nach manipulativ aufzählen, das entlarve ich in meinen Büchern. Das beste Beispiel ist die Aufrüstung, darüber werde ich noch Videos machen. Warum hat Hitler überhaupt aufgerüstet? Man sagt, er wollte 1933 schon einen Weltkrieg anfangen, was totaler Quatsch ist. Er hat aufgerüstet, weil die anderen nach dem Versailler Vertrag Artikel 8 nicht abgerüstet haben, obwohl alle abrüsten sollten, haben sie es nicht gemacht. Deshalb hat Hitler gesagt, dann rüsten wir auch auf, wenn es die anderen nicht machen und den Versailler Vertrag brechen, weil Artikel 8 galt für alle. Das sind so Dinge, die ich dann entlarve und unsere Staatshistoriker dann ad absurdum führe. Auch auf mein neues Buch möchte ich noch hinweisen, Deutschland muss vernichtet werden. Das einzige Buch, das es in Deutschland gibt, das die Massenmorde an unserem Volk seit 1914 dokumentiert. Alle Massenmorde mit einer Massenmordbilanz. Es sind meinen Recherchen nach über 7 Millionen deutsche Tote. Niemand kümmert sich um diese Toten. Niemand. Kein Politiker sagt es, es sind Millionen Deutsche umgekommen. Ja, nein. Im Gegenteil, man sagt, ihr seid selber schuld. Das Buch ist ein Mahnmal für unsere Toten, für unsere Großmütter und unsere Großväter.
Wenn ihr daran teilhaben wollt, besorgt euch dieses Buch. Die Links sind unten angegeben, ebenso meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de und folgt mir auch auf Telegram. Dort bin ich jeden Tag, bei YouTube ja nicht mehr, weil sie mich ja absolut gedrosselt haben. Also empfehlt auch meinen YouTube-Kanal weiter und abonniert mich. Sie wollen mich natürlich mundtot machen, so überall, wo es nur geht. Und ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Also abonniert mich auch auf Telegram. Dort kann man noch ein bisschen mehr sagen wie auf YouTube und dort bin ich jeden Tag. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.